Moin Moin Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Bevor das Video losgeht, ein kleiner Hinweis, und zwar die Holy Adventskalender sind wieder back am Start, und zwar ab heute im Sortiment. Wir haben hier einmal den Probierkalender. Ja, ihr habt hier alle Sorten drin, die ihr probieren könnt. Ja, der ist so groß, der passt hier gar nicht rauf. Ja, dann haben wir einmal den kleinen und dann haben wir hier auch einmal den richtig dicken fetten, und zwar den Holy Squad Adventskalender. Ja, der war sehr beliebt bei euch gewesen. Hat insgesamt einen Warenwert von über 260 Euro. Ja, hier drinne erhaltet ihr exklusive neue Sorten, eine ganze Tube, ja, insgesamt 115 verschiedene Drinks plus Premium Shaker, Merch und viele weitere Überraschungen auf jeden Fall. Und auch dieses Jahr ist es so wie letztes Jahr. Die Early Bird Aktion ist am Start. Je früher ihr bestellt das Ganze, desto günstiger wird es. Je länger ihr wartet, desto teurer wird es. Und jetzt bezahlt ihr für das Teil hier momentan 144,99. Mit meinem Code DORZA, den ihr auch verwenden könnt, bezahlt ihr dafür 130 Euro. Und wie gesagt, das Ganze hat einen Warenwert von 260 Euro. Und beim letzten Mal, im letzten Jahr, war es so gewesen, dass dieser Kalender nach 6 Tagen ausverkauft war. Deswegen seid ihr auf jeden Fall schnell. Hier sind neue Sorten drin, die noch nicht released worden sind, und die könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen, wenn ihr wollt. Das Ganze wird wahrscheinlich erst im November versandt werden. Deswegen da auf jeden Fall ein bisschen Geduld, aber vorbestellen könnt ihr es ab heute schon. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß, und wie gesagt, mit dem Code DORZA spart ihr euch 10% auf euren gesamten Einkauf. Und deswegen würde ich sagen, schon mal frohe Weihnachten! Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf meinem Main, der sich ja komplett neu equipped hat beim letzten Wochenende, und ja, hier auf dem Server haben wir auch schon bereits diese ganzen Events am Start, die morgen ab Freitag dann auf allen Servern verfügbar sind. Unter anderem haben wir ja den Herbst-Sale, da könnt ihr sehr gerne mal im Webshop vorbeischauen. Das VIP-Paket, hatte ich ja gestern gesagt, ist auch online. Erfahrungsreichtum, auraler Großputz, feste Festung, Hexentanz, Sanduhren steht Kopf und Tag des heißen Eisens. Ja, das sind die Events, die schon am Start sind. Was für mich vor allen Dingen wichtig ist, ist das Hexentanz-Event, und mit diesem können wir heute auch weiter voranschreiten im Sandsturm. Ja, und das ist heute das Ziel der heutigen Folge. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen werden. Wir hatten uns das ja schon letztens vorgenommen, allerdings war da kein Hexen-Event, demzufolge musste ich mich dann noch ein bisschen gedulden bis zum nächsten Wochenende. Jetzt haben wir es, und jetzt können wir auch schön Progress machen, und deswegen bin ich, wie gesagt, gespannt, wie weit wir kommen. Wir haben ja neue Prozentchancen hier durch die Umequipung freigeschaltet, sind gerade auf 608, und ihr seht, wie hoch oder beziehungsweise wie weit das hier geht. Ne? Ich werde gucken, wie weit wir kommen. Wenn es zu doll wird, ja, beziehungsweise wenn wir jetzt so gar nicht mehr weiterkommen, ne, dann will ich hier jetzt auch nicht tausende Pilze in den Sand setzen, sondern dann halt eben machen wir irgendwann weiter, wenn es halt passt, ja. Noch sehen die Prozentchancen gut aus. Hier könnte es schon das erste Mal schon so ein bisschen zu Problemchen kommen. Aber eigentlich steht uns der 700 jetzt nicht allzu viel im Weg, bis auf R hier. Gut, das ist natürlich der Knaller hier. Ja, 0,34 ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja, aber ansonsten sollten wir gute Etagen pushen können. Und das machen wir heute auch. Und ich bin gespannt, was uns jetzt unser, ganze Umequipung-Stat-Vorteil gebracht hat. Ebenentechnisch sollten jetzt, wie gesagt, ein paar drinne sein. Ne? Trotzdem ist der Sandsturm nach wie vor wirklich ein sehr schwieriger Dungeon. Ihr seht das schon hier. Die Prozentchancen sind zwar hoch, aber nichtsdestotrotz sind die Gegner hier einigermaßen schwierig. Wir sind hier jetzt bei der 609. Also ja, der hat hier 10%, was eigentlich relativ viel ist. Allerdings, müssen wir wohl wirklich großartiges Pech gehabt haben. Das ist so ein bisschen das, was mir auch in der Vergangenheit beim Sandsturm aufgefallen ist. Wenn wir den mal gepusht haben, dann haben wir auch Prozentchance mal ein paar ausgerechnet. Und ich muss immer sagen, zumindest vom Gefühl her,
waren hier die Gegner deutlich schwieriger, als mir das die Prozentchancen angezeigt haben. Mit der Zeit bekommt man so ein ungefähres Gefühl, wie viel Tries man ungefähr braucht, bis der Gegner so liegt, ne, wenn er eine bestimmte Prozentanzahl hat. Ja, und beim Sandsturm kommt mir das wirklich so vor, als ob das hier nochmal so ein bisschen extra schwierig ist, selbst wenn wir da gute Prozentchancen haben. So, ne? Aber trotzdem kommen wir natürlich hier ein paar Etagen weiter, so ist ja nun nicht. Ne? Mal gucken, ich habe jetzt mir kein festes Budget gesetzt, wie viele Pilze wir ausgeben. Mein erstes Ziel wäre jetzt erstmal so die 1500. Bis dahin können wir runtergehen. Ja, dann gucken wir mal, wie weit wir bis dahin gekommen sind. Wenn wir noch nicht ansatzweise so weit kommen, ich habe mir auch kein festes Ziel gesetzt, bis wohin wir heute kommen werden, dann werden wir noch ein paar mehr Pilzchen vielleicht mal ausgeben. Aber ja, 623 sind wir jetzt hier momentan. Das ist hier der Gegner. Ihr seht, der hat eine Chance von 20% tatsächlich. Und ja, also ich weiß nicht, könnt ihr ja mal schreiben, aber für mich 20% sind tatsächlich, finde ich, sehen ein bisschen leichter aus, so, ne, vom Gefühl her, auf jeden Fall, ne. Aber nichtsdestotrotz, es geht trotzdem hier immer noch einigermaßen gut voran, so ist nicht. 650 sollten, denke ich mal, ohne großartige Schwierigkeiten machbar sein. Die 700 ist in der Theorie auch möglich, in der Praxis natürlich mit deutlich mehr Pilzen verbunden so. Ne? Und ja gut, am Ende des Tages, was bringt es hier großartig, Dungeons zu pushen so? Ne? Klar, man levelt natürlich, ja, was wiederum im Umkehrschluss heißt, dass wir weniger XP machen, je höher wir im Level sind. Ne? Wir bekommen zwar ein paar Gegenstände, ein bisschen Gold bekommen wir so, das schmeckt natürlich ganz gut, das nehme ich auch sehr gerne mit so. Ne? Ein hohes Level ist natürlich auch gut und schön, aber man muss sich halt bewusst sein, je höher man im Level ist, desto weniger XP bekommt man halt eben. Und ja, das ist halt eben so der Lauf der Dinge. Ne? Es nimmt halt immer weiter ab. Ja, das Gold steigt auch nicht mehr ab Stufe 632. Das Ding ist schon lange over bei mir hier auf dem Account. Ja, deswegen machen wir es eigentlich einzig und alleine nur so noch wegen dem Gold, wegen dem Prestige so ein bisschen auch, damit man ja sagen kann, ey, wie weit bist du schon im Sandsturm? Ja, ich bin schon da und da. Ach krass, ich bin hier und da. So, das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Deswegen, ja, möchte ich natürlich auch immer noch so ein bisschen Progress haben hier. Und ist natürlich auch ganz nice zum Zuschauen. Ne? Ja, und wenn jetzt gerade Hexen-Event ist, nehmen wir das natürlich on top auch ganz gerne mal mit. So, jetzt haben wir gleich das Level-Up in der Tüte. Ja, 753 haben wir gleich erreicht. Wir sind hier jetzt momentan bei der Medusa. Welche war das jetzt hier? Die 37. Ja, da haben wir jetzt hier auch wieder ein paar Etagen geschafft. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ja, jetzt sind wir hier bei 11%. Ne? Gucken wir einfach mal. 650 sollte doch schon machbar sein, auf jeden Fall. Also das möchte ich mir, 650 möchte ich auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn wir jetzt unter die 1500 Pilze fallen hier. Dann ist das so. Aber die 650 möchte ich doch heute noch schon sehen. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen einfacher geht auf auf Etage 700. So, ne, dass wir jetzt nicht so einen heftigen Struggle jetzt so mitkriegen, aber da sieht man auch mal wirklich, ne, wir haben extrem viele Statpunkte gemacht, aber der Sandsturm ist trotzdem weiterhin sehr zäh. Ne? Das muss man so sagen, auf jeden Fall. Ne? 753 haben wir erreicht. Ja, nächstes Level-Up ist eingetütet im Kasten. Und ja, wenn man sich das hier so anschaut, werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen brauchen. Das ist ein absoluter Late-Game-Dungeon so. Ne? Da kann man nichts anderes sagen. Das ist für die obersten 0,001% der Spieler, die hier wirklich sehr, sehr weit kommen. Ne? Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, wo ihr euch so gerade jetzt so befindet, in welchem Stadium des Spiels, aber selbst wenn man so den Sandsturm schon freigeschaltet hat, ne, und da mal irgendwann hingekommen ist und so weit gekommen ist, ne, die ersten Etagen bzw. die erste Etage vom Sandsturm überhaupt zu legen, ist für den einen oder anderen, denke ich mal, auch schon hart genug auf jeden Fall. Ne. So, jetzt sind wir hier bei der 650 angelangt. Ja, bisschen Progress gemacht. Der hat eine 7,42%ige Chance. Danach geht es wieder ein bisschen einfacher, dann wieder ein bisschen schwieriger, dann wieder einfacher. Ne, und so geht das dann immer hin und her. Aber die 650 ist auf jeden Fall schon mal eine Top-Ebene, kann man so sagen. Ne, können wir uns auch hier mal anschauen. 650 von 1000. So gesehen ist es gar nicht mehr so weit. Wenn die
Prozentchancen nicht noch so abnormal runtergehen würden mit der Zeit. Ne? So, die 650 tüten wir uns ein. Damit haben wir mit Epic freigeschaltet. Das ja, können wir auch. Wir haben ja auch wieder Schmiede-Event jetzt. Ne? Ja, Schmiede-Event haben wir auch. Ressourcen zählen wieder doppelt. Das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Ich will mir jetzt auch nochmal schön die Taschen voll machen hier am Wochenende, damit wir ein volles Inventar haben. Nochmal alles hier zerlegen. Natürlich auch die Gegenstände ins Klo schmeißen. Ne? Das ist natürlich auch, müssen wir natürlich auch machen hier so, damit wir eine neue Klo-Aura hier auch wieder am Start haben. Zack, das scheppert natürlich auch schön rein das Wochenende hier. Ne? Und das möchte ich mir auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen, damit wir ja auch von den Items her wieder ein bisschen upgraden können. Ne? Wir können wieder eins upgraden. Wir haben wieder hier 600, ja, was brauchen wir? 35.000 Kristalle für ein Upgrade. So, und das verbessern wir mal, zack, auf die 19. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber jetzt haben wir schon die rechte Seite mit kompletten 19er Upgrades voll. Und ja, vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Upgrades jetzt über das Wochenende mit dem Schmiede-Event dann in Kombination. Könnte das natürlich dann ganz gut werden. Ne? Und da können wir dann auch noch ein paar Ressourcen gewinnen. Ne? 15 Items können wir jetzt zerlegen, das ist natürlich schon sehr cool und das halt mit doppeltem Zerlegwert, das knallt dann schon ordentlich rein. Deswegen möchte ich mir noch ein paar Pilze aufbewahren, damit wir noch ein paar Runs machen können und uns noch die Taschen voll machen, hier das komplette Inventar voll machen mit Epics und so weiter und so fort, damit wir da noch ein bisschen grinden können, was das angeht. Ne? Deswegen, ja, wollte ich jetzt hier nicht so exorbitant viel ausgeben. 660 haben wir noch erreicht. Mal schauen. Wir sind jetzt hier bei der 660. Ja, geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, geht immer noch. Ne? Mal gucken. Wenn wir jetzt nicht allzu hart stuck hier irgendwo sind. Jetzt kommt hier der nächste Krieger, da wird es wieder ein bisschen schwieriger so. Ne? Obwohl, ja, es geht halt immer weiter. Ne? Es geht immer weiter. Aber, mal gucken. 666 wäre noch eine schöne Ebene, wo wir vielleicht auch stoppen könnten. Ja, mal schauen, wie sieht es hier aus. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja, bis dahin sollten wir eigentlich noch definitiv pushen können. So, die 65 knacken wir auch noch. Komm, let's go. Lass den nicht lumpen hier. Sind wir schon ein bisschen über unserem Pilzbudget schon rüber. Aber ist okay. Also die 700 sehen wir heute nicht mehr, weil, also da kommen nachher Gegner, wie gesagt, hier dieser eine. Ne, bis dahin geht es eigentlich einigermaßen, aber der hier, der ist, den will ich auf jeden Fall erstmal noch gar nicht begegnen hier. Ne, der ist mir noch ein bisschen zu hart. So. Aber bis zur 69 können wir jetzt eigentlich auch noch, also die 66, 67, 68 sind eigentlich noch relativ easy. So, jetzt haben wir wieder einen Krieger vor uns hier, 69, das ist er, der hat eine 2%ige Chance. Und jetzt würde ich sagen, so langsam, aber sicher, auch wenn der hier nach ein paar Tries liegen würde, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal halblang. Wir haben schon fast wieder ein Level voll, also von daher sieht das auch gar nicht so verkehrt aus. Haben hier auch gut Gold gefarmt jetzt, ja, sind auf 1,8 Milliarden. Und ja, den Rest werde ich jetzt am Wochenende für noch ein paar Runs ausgeben. Wie gesagt, alle Zerlegpunkte jetzt nochmal nutzen, jeden Tag hier. Nochmal ein paar Kristalle zusammenfarmen und dann nochmal ein paar Items upgraden. Und dann wird es das für mich dann auch den LD soweit gewesen sein. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein erfolgreiches zweites Legendary-Wochenende. Ich hoffe, ihr findet auf jeden Fall alle das, was ihr braucht. Und bis dahin soll es soweit gewesen sein. Danke für alles, haut rein und bis zum nächsten Mal.